Hallo Freunde des Jagdsport, hier ist euer Jägermeister. Ja, ihr fragt euch, warum ich auf einmal braun gebrannt bin, dass ich auf einmal als Afrikaner spiele. Ja, weil mir der vorige Charakter nicht so gefallen. Ich habe mein Outfit geändert, nicht so muskulös, und ich bin jetzt hab nämlich den Charakter mit dem Stil athletisch genommen. Erstens, man verbraucht weniger Ausdauer, wenn man athletisch ist, wie wenn man stämmig ist. Weil wenn man dick ist, bewegt man sich auch entsprechend langsam. Das soll keine Anspielung auf echte Menschen sein, die was dick sind. Nur in diesem Spielcharakter halt. Ja, was gibt's in Western? Nichts Besonderes. Der Lagerpark ist immer noch, und wenn man zum Beispiel eine Schnapsbrennerei Auslieferung macht, kann passieren, dass man einen endlichen Ladebildschirm hat. Da gibt es einen Tipp von mir: wenn Sie zu zweit seid, bleibt immer einer draußen von der Schnapsbrennerei und der andere startet die Schnapsbrennermission zur Auslieferung. Sollte da der was die Mission gestartet hat, einen Dauerbildschirm haben, Ladebildschirm, kann der andere natürlich die Schnapslieferung dorthin liefern und man bekommt das Geld. Nur dann darf der andere, der was einen anderen Dauerladebildschirm hat, muss halt das Spiel neu starten und natürlich den anderen Truppenmitglied auch wieder einladen. Ja, dann gibt es wieder einen anderen Bug, zum Beispiel wenn man ein Pferd hat, das auf einmal der hintere Schwanz verliert, dass der auf einmal verschwunden ist. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Und hoffentlich wird das auch behoben. Gott sei Dank sind Tiere im Spiel, dass man die Händlerrolle natürlich hochleben kann. Hier gehen wir noch weiter zum Charakter. Ja, wenn man das erste Mal den Charakter ändern will, ist es gratis. Beim zweiten Mal kostet das natürlich Gold. Aber jetzt gefällt mir mein Charakter. Was immer noch halt nervig ist, ist halt
wenn man eine Auslieferung, Mission macht, alleine zum Beispiel beim Händler, dass man die lange macht, muss man natürlich immer rechnen, dass man von echten Spielern attackiert wird und angegriffen wird. Was echt unfair ist, ist natürlich, wenn man eine Schnapsbrennermission macht oder Händlermission, dass manche Spieler nichts anderes tun, die Lieferung natürlich zerstören. Da müsste sich Rockstar einmal ein bisschen was einfallen lassen, dass das nicht der Fall ist. Dass solche Spieler natürlich auf Lebzeiten verbannt werden. Ich gebe auch offen zu, ich habe auch schon bei gewissen Spielern natürlich die Ladung zerstört, weil ich habe noch mit etlichen Spielern noch eine offene Rechnung offen. Und die dürfen sich halt nicht wundern, wenn ich ihnen die Ladung zerstöre. Weil der Jägermeister ist sehr nachtragend. Andere Spieler, die mir nichts tun, brauchen keine Angst haben, dass ich denen die entweder die Ladung wegnehme oder zerstöre. Nur solche Leute, die mich halt angreifen, schikanieren, terrorisieren oder bei ihnen in die YouTube-Video lächerlich machen, die müssen halt rechnen, dass die halt nachher entsprechend auch von mir im Spiel so auch behandelt werden. Viele fragen mich, warum nehme ich keine Einladungen von anderen Spielern an. Erstens, ich habe schlimme Erfahrungen schon mit solchen Spielern gemacht. Die haben mich eingeladen, ich bin auch nachgekommen bei den Einladungen und nachher haben die mich halt angegriffen und etc. Und da haben wir gesagt, ja, nee, warum? Zum Beispiel, wenn ein neuer Spieler ist, der eine Freundschaftsanfrage mir schickt, natürlich muss der deutschsprachig sein. Nehme ich auch an, den helfe ich auch beim Hochleveln. Das heißt, dass ich meine Tiere, was ich geschossen habe, nicht bei mir beim Grip natürlich hinliefere, sondern denjenigen, die Links gebe, dass der ein bisschen hochgelevelt wird, dass er ein bisschen was verdient. Aber es gibt auch Grenzen. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich nur ausgenutzt werde, dann fliegt derjenige automatisch von meiner Freundschaftsanfrage und der darf halt nicht wundern, dass er nichts mehr von mir bekommt an Fälle.
Ja, ich bin schon neugierig, weil am 10. März rennt nämlich der Battle Pass 2 ab. Was da noch kommt ein neuer oder kommt eine neue Rolle, das kann ich derweil noch nicht sagen. Ich habe aber zwei Vermutungen, was vielleicht auch kommen wird. Entweder der Farmer oder der Goldgräber, dass man zum Beispiel eine eigene Mine erwerben kann und nach Gold, Diamanten suchen kann oder Edelsteine, die man natürlich beim Hehler auch verkaufen kann oder bei der Madame Massar. Ihr fragt euch, warum ich gerne in der Wildnis um einen herumrenne. Erstens, wenn ich zum Beispiel mit einem Adlerblick ein Tier sehe, kann ich das Tier besser jagen wie am Pferd, weil wenn ich mit dem Pferd reite, fliehen die Tiere natürlich. Und ich kann auch keine Tiere schießen, wenn sie fliehen, das ist logisch. Übrigens, ich habe auch ein anderes Kartendeck. Das kann ich euch zeigen. Mit denen komme ich noch besser aus. Warte, ich mache das besser. Ich zeige euch in Großaufnahme, wie mein Kartendeck zurzeit ausschaut. Dieses Kartendeck hat natürlich den Vorteil, zum Beispiel mit dieser Karte, tun wir nochmal. Zum Beispiel, das ist diese Karte, dass ich zum Beispiel, wenn ich beschossen wird, dass nicht gleich tot bin. Diese Karte hat nämlich den Vorteil, dass man die Gesundheit und die Ausdauer steigern kann. Und so wie mit dieser Karte. Und natürlich die eiserne Lunge. Und die ist gar nicht so schlecht. Weil wenn man zum Beispiel den Balken von Herz zum Beispiel ziemlich herunten ist, der weiße Kreis halt, der Außenkreis, kann man mit Schüssen den Kreis wieder natürlich auffüllen und die Ausdauer, wenn man zum Beispiel schneller rennen tät. Ihr seht, der Kreis geht ein bisschen zurück, aber wenn ich stehen bleibe, füllt sich natürlich der Kreis wieder auf, die Ausdauer, und das ist sehr wichtig, weil man braucht nämlich nicht so viel Getränke und Essen, halt ziemlich lange aus. Und ich finde, ich habe schon etliche Decks hochgelevelt auf Stufe 3. Dies ist halt noch auf Stufe 2, aber das dauert nicht lange. Und jetzt muss ich schauen, da liegt nämlich ein Sammelobjekt. Ist nicht. Wo das liegt, es ist zurzeit
Ah, da oben liegt sie. Eine der Rockkarte. Ich mache immer am Anfang, wenn ich am Spiel bin, einen Rundgang zum Beispiel, wo ich schon viele Sammelobjekte gefunden habe, für die man damals sah. Dass ich einmal alles durchkämmen tue. Nur so kann man in diesem Spiel ziemlich viel verdienen. Das wissen die wenigsten, dass man am meisten mit der Sammelrolle Geld machen kann, wie man eine Rolle hat, zum Beispiel nur, wenn man nur die Händler oder die Schnapsbrennerei hat. Da habe ich andere Videos gemacht, wo ich sage, die Top 4, wo man echt Kohle machen kann, welche Rolle am besten ist. Braucht nur den Kanal abonnieren. Wenn euch die Videos gefallen, die Daumen hoch. Ihr könnt immer, wenn was Neues ist oder was ich neu entdeckt habe, immer gleich am Laufen sein. Wenn ich zum Beispiel was herausgefunden habe in diesem Spiel, was die anderen YouTuber zurzeit noch nicht wissen. Viele YouTuber sind sogar bei mir, haben abonniert und die kennen sich auch und sie bringen auch meine Entdeckungen natürlich bei Ihnen auf Ihre Kanäle. Aber das macht mir nichts, wenn wir die natürlich das klauen, denn ich bekomme ja kein Geld von. Ich mache das nur als Hobby, meine Videos. Viele haben mir gefragt, warum ich keine Spenden annehme. Erst bei diesem Grund, warum sollte ich? Und andere sagen, ja, warum tust du nicht für einen Links machen, Werbung, Einblendungen, bezahlte Werbungen? Mache ich auch nicht, denn das ist mein Hobby, das Streamen. Und ich schaue, dass ich natürlich andere Leute nicht abzocke und denen auch helfe. Das ist klar. So soll es auch in der sein. Es ist nicht immer alles Geld, was glücklich macht. Es ist, dass man Freunde findet. Viele, die was bei mir schon meine Videos angeschaut haben, haben Freundschaftsanfragen geschickt. Mit denen bin ich auch jetzt befreundet und die sind echt natürlich voll froh, dass ich denen auch im Spiel auch helfe. Ich habe etliche Trupps, dass man Allianz gebildet haben.
gegenseitig helfen. Wenn man zum Beispiel von Spielern angegriffen wird und einer von einem fremden Trupp gerade in der Nähe ist, werden die natürlich attackiert. Und da gibt es einen eigenen Dings, dass man, bevor wir helfen, einen anderen Trupp, wird nämlich mit dem Gewehr, das kann ich euch zeigen, wie das funktioniert. Man nimmt das Gewehr, schießt einmal in die Höhe, das ist das Zeichen, ich will euch helfen, erschießt's mich nicht. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Man nimmt die Waffe, tut den Pfeil nach oben, da hält man das Gewehr in die Höhe und das zeigt nämlich, dass man helfen will. Das wissen auch die wenigsten nicht, wie das funktioniert. Und wir haben nämlich mit etlichen Trupps nämlich eine eigene Freundschaft gemacht, zum Beispiel, dass man sich treffen, bevor wir in Trupp gehen, wird natürlich simuliert. Wir sind von der Allianz. Braucht es nicht befürchtet werden, dass sie angegriffen wird. Und da wird ein bisschen gefeiert oder was. Meistens sind man in der Bate, nämlich dass zum Beispiel andere Trupps, die einen anderen Trupp halt haben, auch bei mir in der Bate. Und da kann man natürlich auch, wenn die Hilfe brauchen, leichter natürlich denen helfen. Man fragt, wo die sind und dann wird natürlich denen geholfen. Zum Beispiel, wenn sie alleine sind gegen 4, dann sagen wir, in einem Trupp sind 4 Leute, die einen anderen angreifen. Erstens ist das unfair, zweitens helfen wir alle zusammen. Die werden nachher so lange von uns attackiert, bis die natürlich die Friede und freiwillig natürlich verlassen. Kann ich jedem empfehlen, bildet ihr eine Allianz mit anderen Trupps. Ist nicht ziemlich gut, will ich euch mal sagen. Ja, ihr seht selber, dass ich viele Sammelobjekte finde. Wir können es auch, wenn ihr die Videos auch seht, auch die gleiche Tour machen und ihr habt unter kürzester Zeit
und die 1200 $ auf einen Schlag natürlich verdient. Das heißt, ihr verleitet natürlich nachher zu der Madame Assar, verkauft die Sammelobjekte und ihr habt gleich 1200 und noch mehr auf einmal auf eurem Konto. Du immer so, wenn ich meine Runde nachher fertig habe, dann tue ich entweder jagen, man kann keine Tiere halt da sind, fischen, oder PCs jagen. Nicht echte Spiele, sondern PCs. Weil die haben auch ziemlich viele gute Sachen, was man bei der Madame Assar verkaufen kann, oder Schmuck, was man wieder übrigens beim Händler verkaufen kann. Ah, da hat einen, auch nicht schlecht, hat einer ein Krokodilfell hingelegt. Ist mir auch neu. Das weiß ich nicht, ist das jetzt ein Park oder? Interessant. Ich muss gleich drauf. Grip wird sich natürlich freuen, wenn er das Fell natürlich bekommt. Weil ich habe auch ältere Videos, wo ich die besten Angelplätze ins Spiel zeige, und da könnt ihr der Metalldetektor schlägt an. Jetzt muss man nur schauen, wo der Schatz begraben ist. Zack. Das ist das wichtigste nützliche Gerät von einem Sammler. Ihr fragt sich, warum ich immer in Sumpf jagen tue und nicht woanders. Erstens, im Sumpf werdet ihr nicht so oft angegriffen, außer wenn ihr zum Beispiel durchs Wasser rennt, wo Krokodilen und Alligator sind.
Und zweitens, weil natürlich im Sumpf die meisten Sammelobjekte liegen. Im Sumpf müsst ihr unbedingt aufpassen, weil es kann in jeder Pfütze oder eine andere Stelle ein Alligator liegen und wartet, dass ihr durchrennt und von denen auch gefressen wird. Ihr seht, dass bei mir die Zeit, die 31 Minuten, dass bei mir das Herz nicht heruntergeht, die Ausdauer runtergeht. Ich finde das Kartendeck okay. Ich tue gern mit Kartendecks experimentieren, ausprobieren halt. Und mit diesem Kartendeck bin ich natürlich voll. Ihr seht das, ihr braucht nur schauen, die Ausdauer. Wenn man rennt, geht wohl ein bisschen die Ausdauer zurück. Wenn man ein bisschen nachher steht, bekommt man natürlich die Ausdauer wieder gleich zurück, dass sich der Balken füllt. Ein Lager. Der hat das Lager. Der nicht mal noch einen Hund hat er. Man kann auch zum Beispiel die Hunde von einem fremden Lager natürlich streicheln, außer der Besitzer ist nicht da. Der ist halt ist noch primitiv eingerichtet. Hat die eigentlich einen Schlachtertisch? Nee. Hat noch den Standard. Natürlich den Standard Schlafplatz. Der dürfte halt noch neu ins Spiel sein. Mein Tipp ist immer, rüstet ihr eure Lager natürlich auf. Weil ein aufgerüstetes Lager hat ziemlich Vorteile. Zum Beispiel, wenn man einen anderen Tisch kauft oder ein anderes Zelt, kann man natürlich die Gesundheit schneller generieren, wenn man sich hinsetzt, wie wenn man noch alles in standardmäßig hat. So, was ihr kaufen könnt, was auch empfehlenswert ist, ist nämlich der große Suppentopf, dass man auch Freunde, wenn man hat, einladen kann, was kochen kann. Natürlich den Waffenkoffer, dass man diese sämtliche Waffen, die was man nicht benutzt, dort rein kann, dass man nicht zu viel mitschleppt. Weil wenn man zu viel mitschleppt am Pferd oder selber, hat man das Problem natürlich,
da schneller die Ausdauer runtergeht vom Pferd und von denen, aber da und was ihr keinesfalls machen dürft, ist in seinem Tennis mit einer gezogenen Waffe reinreiten. Gewisse PCs sind sehr empfindlich und wenn ihr Waffen habt, ausgewählt, die greifen euch natürlich an. Aber das werdet ihr selber auch einmal merken, wenn ihr zum Beispiel da ist ein Schatz versteckt. Er schlägt aus mit dem Metalldetektor. Muss man nur schauen, wo er ist. Da rennt wieder ein echter Spieler. Jetzt komme ich schon den Schatz näher. Ihr seht, dass da ja, ich habe mein Lager natürlich voll aufgelevelt. Und wenn ihr sagt, man Sammelobjekte auch findet und an die zufällig bei der Tagesherausforderung ist, hat das der Vorteil, da bekommt man Nuggets und XPs und so steigt nämlich euer Gold auch an. So, jetzt sind wir in meinem Lager. Ihr seht, dass auch Suppentopf steht. Das kann ich euch zeigen. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr zum Auswahl, was man kochen kann. Und wenn man zufällig Leute in Trupp eingeladen hat, können die auch bei dir essen. Ihr werdet jetzt gleich sehen. Jetzt ist alles gelb. Und das hält natürlich besser an, zum Beispiel ein Lagerfeuer, wo man sich niedersetzen kann. Ein Schlachttisch, mal gleich den Krebs da spenden, was ich habe, das wieder alles, dass der weiter produzieren kann, dass ich wieder eine Ladung später habe, die was ich ausbringen tue. Ich verwende hauptsächlich, wenn ich alleine bin, nur die örtliche Auslieferung. Da wirst du nicht so oft angegriffen. Und das ist mein Zelt, was ich habe. Da habe ich meinen Waffenkoffer und Garderobe. Es ist halt ziemlich gut, ziemlich schnell. Ich habe den teuersten Hund im Spiel, den Husky. Den kann man erst beim Outlaw Pass, wenn man Stufe
90 erreicht hat, kann man den halt freischalten. Reiten wir halt da weiter. Suchen wir weiter, Schätze. Derweil habe ich noch keine Tiere entdeckt, so richtig. Nur ein paar. Und immer wieder und immer den Adlerblick aktivieren. Das ist im Spiel das Wichtigste. Wie man das macht, habe ich auch schon erklärt, aber ich kann euch das noch sagen. Ihr müsst nämlich L3 und R3 gleichzeitig drücken, da habt ihr den Adlerblick. Mit dem könnt ihr Kräuter besser sehen, Tiere besser sehen, natürlich auch Sammelobjekte sehen, wenn ein roter Rauch aufsteigt oder wenn ihr zum Beispiel eine Kopfgeldmission habt, kann man die gesuchte Zielperson auch besser erkennen, weil die leuchtet noch rot auf, wo man noch mit einem verstärkten Lasso den einfangen kann und zum nächsten Sheriff oder Gefängniswagen, was halt angezeigt wird, dorthin bringen kann. Aber zurzeit ist halt die Kopfgeldrolle nicht hoch bezahlt. Man bekommt ein paar Nuggets, XP, aber sehr wenig Gold. Dollars halt. Vielleicht ändert sich das, dass man wieder mehr verdient bei der Kopfgeldjagd, aber ab und zu schaue ich immer, was, wenn ein neues Update gekommen ist, mache ich schnell eine Kopfgeldmission, dass ich was sich geändert hat, aber zurzeit hat sich halt nichts verändert. Viele haben mich gefragt, welches Pferd zurzeit das schnellste Pferd im Spiel ist. Kann ich euch gleich zeigen. Warte, ich gehe mal in den Stall.
Pferd im Besitz. Das ist der Missouri Foxtrot. Das ist zurzeit das schnellste Pferd. Und man braucht in diesem Spiel natürlich ein schnelles Pferd, zum Beispiel wenn man Kopfgeldjäger spielt, dass man schnell den Angreifer davon reiten kann, oder wenn man zum Beispiel eine Versorgungsmission macht für den Grip, dass man zum Beispiel was holen muss und wieder zurückreiten muss, oder wenn man Postboten spielen muss, dass man eine Nebenmission hat, wo man Briefe ausliefern muss. Und was auch noch gut ist, wenn man ziemlich weit weg ist, dass man schnell zurück ins Lager reiten muss, wenn zum Beispiel von PCs den Lager angegriffen wird, weil wenn man ein langsames Pferd hat, muss man nämlich ziemlich achten mit der Ausdauer vom Pferd und mit der Gesundheit. Und wichtig ist immer den richtigen Sattel. Es hilft nichts, wenn man einen Sattel kauft, der was an Ihnen gefällt. Ihr müsst natürlich die Werte vergleichen, wie eigentlich der Sattel ist. Es hilft nicht, wenn euch der Sattel gefällt und er hat ziemlich schlechte Werte. Der nächste Schatz, weil ich spiele ja fast jeden Tag. Und natürlich weiß ich, wo Schätze liegen. Ich kenne passt. Und ich weiß, wann ich den Metalldetektor aktivieren muss oder nicht. Ja, ich mache immer das so, dass ich zum Beispiel 4 Tage Schätze suche. Und wenn gerade die Massar in der Nähe ist, gehe ich dorthin, weil wenn immer das Massar natürlich weit weg ist, reite ich nicht eigens dorthin und verkaufe die. Da kann ich in der Zwischenzeit was anderes machen, Tiere zum Beispiel hier auf dem Leuchtturm findet man immer öfters was zum Finden. Wenn er unten nicht ist, nämlich oben was, so wie jetzt, sind meistens 2 Sammelobjekte zu finden. Wieder 2 Dinge gefunden. Und hier sagt man in der Stadt, wo ich gerade bin, eine Schießerei habt mit PCs und der wird jetzt gesucht. Mein Tipp ist immer, so schnell wie möglich im Leuchtturm verstecken. Bis das Gesucht nämlich weg ist.
wo auch meistens auch was liegt, ist nämlich hier, wenn man hier hoch geht. Aber zurzeit ist hier nichts. Aber ich sehe da vorne im Adlerblick, dass was gelber Rauch aufsteigt. Und eine Karte auch hier liegt. Und ihr seht, wie leicht und schnell das funktioniert. Sammelobjekte finden. Und ihr seht, jetzt sind schon jetzt sind bei mir Ablaufzeit 51 Minuten, dass ich schon in Stream bin, und ihr seht, das Herz, die Ausdauer hat sich nicht verändert. Das heißt, ja, außer ich habe was gegessen, aber kann euch sagen, nur beim Pferd hat sich ein bisschen die Ausdauer verändert. Das hängt nicht mit eurem Spielcharakter zusammen, sondern das Pferd ist eine eigene Komponente. Aber ihr seht, ihr spart mit diesem Kartendeck nämlich sehr viel Gesundheit und Ausdauer. Ich finde das Kartendeck in diesem Spiel, wenn man im Freiraum ist oder in der Stories, da liegt schon wieder was, schlägt schon wieder an mit dem Metal-Detektor. Man grabt schon wieder. Ja, wie wenn ich zum Beispiel bei der Madame hinreise und ich habe nämlich die Kollektionen voll, kann man bis zu 7.000 Dollar auf einmal machen. Ihr seht, da vorne steigt schon wieder ein Rauch auf. Ihr seht auch, wie viele Karten in einer Kollektion auch ist. Wo die natürlich voll hat, da kann man nämlich bei der Madame verdammt viele Kohle machen. Ja, weiter reite ich nicht darauf. Bis zu der einen Stadt, das ist nämlich, ich kann euch das zeigen, ist Annersburg. Wenn ich jetzt da weiter hochreite und in diesem Bereich, da brauche ich schon nämlich ein Wintergewand. Jetzt reite ich wieder in meinen Sumpf. Da habe ich nämlich meine Schnapsbrennerei, die ist meistens hier, außer es ist schon wieder ein Park, wo meine Schnapsbrennerei nicht angezeigt wird, aber Gott sei Dank das Lager. Und ich habe das nämlich so gewählt,
dass alles bei mir halt in der Nähe ist, wenn ich zum Beispiel mein Lager angegriffen wird, dass ich am schnellsten natürlich in mein Lager bin. Und immer in die, also immer in die Häuser reingeht, immer schauen, durchstöbern. Da findet man etliches, Konserven, Munition, normale Munition für die Gewehre, Pistolen, oder Revidiergewehre oder Flinten. Auch Gesundheitsaktien für dich und für das Pferd. Schmuck natürlich für den Hehler. Immer schauen, wo ein gelber Rauch natürlich aufsteigt. Da oben werde ich mal hinschauen, weil das schaut aus wie ein gelber Rauch. Aber kann auch eine Lampe sein, das werde ich gleich sehen. Ja, war nur eine Lampe von... Wo man sich leicht verlaufen kann, ist in Augsburg, wenn man in die Mine geht. Kann man sich sehr leicht verlaufen drinnen. Und ihr seht, wie die Zeit bei mir verrennt. Und die Gesundheit natürlich hält mit diesem Kartendeck. Ich kann euch da nochmal zeigen, was ich für ein Kartendeck zurzeit habe. Für die Fertigkeitskarten. Gewisse Karten sind natürlich bei mir schon auf 3, gewisse Karten, die zwar neuen sind, halt noch auf den noch nicht auf 3 aufgelevelt, aber das kommt auch noch, dann geht das noch rissanter, dass das alles steigt. Bei mir wird halt kein Video geschnitten oder schnell vorgespult oder ältere Videoschnitte eingefügt. Bei mir ist alles live, wie ich halt das Spiel spiele. Was auch noch dabei ist, es gibt noch Spieler hier herinnen, die was verbotene Codes verwenden. Aber will ich nur sagen, Hände weg mit den verbotenen Codes. An euch da, Rockstar erwischt, dass ihr solche Dings verwendet, habt ihr hauptsächlich nur Ärger. Das heißt, ihr werdet, wenn sie einmal erwischt wird, öfters kontrolliert. Solltet ihr öfters
erwischt werden. Kann passieren, dass ihr für ein Jahr vom Online-Modus verbannt werdet, gesperrt werdet. Und das zahlt sich nämlich nicht aus. Davor werdet ihr auch bei mir, bei meinen Videos, keine Glitch sehen. Wohl, dass ich auch auf Glitch erkennen. Ich will das nicht so machen wie manche YouTuber, die was wie in GTA 5 ist, dass manche Leute schon Milliarden haben oder Millionen haben und andere haben natürlich noch nicht viel. Und natürlich mit diesem Kartendeck kann man auch sehr gut jagen. Und ich liebe das Kartendeck. Ist auch, will ich euch nur sagen, gegen die Griffer, die was euch angreifen, die echten Spieler halt, sind hier gemeint, ziemlich gut, weil die brauchen ziemlich viele Schüsse und könnt ihr natürlich ziemlich gut wehren. Erstens, die Gesundheit steigt sich ziemlich schnell auf. Und das Geheimnis ist bei diesen Karten, man zum Beispiel diese Karte, ich kann euch die zeigen, die hat nämlich den einen Vorteil. Diese Karte, wenn ihr einen Gegner trefft, steigt der äußere Rand bei jedem Schuss wieder an, dass der Außenrand wieder voll ist und er kann schießen wie er will, wenn er euch ein bisschen getroffen hat. Was ihr verliert, bekommt ihr bei jedem Schuss natürlich wieder zurück. Und da haben nämlich echte Spieler echt Schwierigkeit, euch zu töten. Aber ihr müsst immer schauen, welche Karten sich vertragen und welche Karten sich nicht vertragen. Es gibt gewisse Karten, die vertragen sich gut. Dann gibt es wieder andere Karten, die vertragen sich überhaupt nicht in diesem Spiel. Für die Fertigkeit ist eigene Wissenschaft. Manche mein Tipp ist immer, zum Beispiel, ich habe das immer am Anfang gemacht, ich habe mir angeschaut, welche Spieler, immer diesen her, was der für Fertigkeitskarten hat. Oder diesen, da könnt ihr immer schauen, aha. Und da könnt ihr nämlich von den guten Spielern nämlich schauen, aha, was für Kartendeck haben die. Könnt ihr nachher auch das Kartendeck so wie die zusammenstellen, ausprobieren und
Da könnt ihr nämlich viel Zeit und Kosten natürlich ersparen, weil wenn man eine neue Fertigkeitskarte kauft, kostet das $50. Das nachher, wenn man das hochleveln tut, auf Stufe 2 $350. Und wenn man die Karte noch auf Stufe 3 leveln will, kostet das $500. Und das ist nicht ohne. So schnell verdient man hier das Geld nicht, weil da muss man schon wissen, wie man das Spiel natürlich spielt. Weil wenn man das Spiel nicht weiß, wie man das spielt, kann man auch ziemlich schnell die Lust verlieren, sich zum Hochleveln. Da ist eine Pflanze für die Madame Massa. Habe ich nicht gleich gesehen. Und noch eines, wenn ihr neu im Spiel seid, alles was über 100 ist, Level 100, bitte greift die nicht an. Erstens haben die viel andere Munition, Typen im Gewehr, zum Beispiel Explosivmunition, Expressmunition, Brandmunition, und da habt ihr, wenn ihr zum Beispiel Level 2 oder 3 habt, 0 Chancen gegen die. Die machen mit einem Schuss euch, schießen die euch über den Haufen. Und viele Spieler machen auch das, wenn ihr zum Beispiel die Spieler angreift, die euch bei der PSN melden, bei Rockstar melden, und wenn ihr gesperrt wird, seid ihr sicher nicht glücklich. Kennen etliche Spieler, die was das machen. Meistens sind das ältere Spieler. Ich rede von älteren Spielern von 45 plus aufwärts. Und wenn ihr einmal eine Sperre erhalten habt, natürlich werdet ihr von ziemlich gut kontrolliert. Bleibt immer am geraden Weg, nicht schlagt den Banditenweg ein, die ja was nur andere Leute abfragt. Dann habt auch ihr in diesem Spiel natürlich 0 Probleme. Und einen Tipp, wenn ihr Kopfgeld leider eingebüßt habt, immer das Kopfgeld gleich bezahlen.
entweder bei euch im Lager oder Kiste oder bei der nächsten Postmeisterei. Früher hat das halt nicht so viel gemacht, wenn ihr zum Beispiel 200 oder 300 Dollar gehabt habt. Jetzt, wenn ihr zum Beispiel 25 Dollar habt, dann habt ihr in diesem Spiel schon natürlich große Probleme. Da werdet ihr nicht von den PCs gesucht, sondern auch von echten Spielern. Weil es ist neu, dass man zum Beispiel, wenn einer gewisser Spieler, der was so ein Kopfgeld schon erreicht hat, nicht bezahlt, wird nämlich eine Einladung von Rockstar gesendet, dass man diese Spieler natürlich gefangen nimmt, zum nächsten Polizeiposten und natürlich man kassiert nämlich das Kopfgeld und halt euch an, man bekommt bei diesen außergewöhnliche Dings ziemlich viel Gold. Bis zu 2, 3 Gold bekommt man. Außer wenn man den lebend die Person natürlich abliefert, bekommt man mehr. Bei Tod bekommt man halt weniger, aber ist ja auch nicht so viel, weil wenn man als den Tod abliefert, bekommt man die 1,2 Nuggets. Ist auch ziemlich viel, kann man sagen, ein Gold und 2 Nuggets bekommt man da. Ist auch sehr viel, will ich euch mal sagen. Das ist halt nicht ohne, wenn man davor, mein Tipp ist immer, wenn ihr keinen Stress haben wollt, bezahlt das Kopfgeld. Ihr seht, meine Zeit ist jetzt 1 Stunde 13 und es hat sich bei mir nichts verändert bei der Gesundheit und Ausdauer. Und so soll es auch sein. Ah, da liegt auch was drin. Ich habe das einmal gestoppt. Jetzt hat sich ein bisschen was getan. Das ungefähr 2 Stunden. Erst dann geht erst schön langsam die Gesundheit wieder retour. Aber wenn man ein bisschen was gegessen hat wieder, hält die wieder für ein paar Stunden an, die Gesundheit und Ausdauer. Außer wenn man in einem Feuergefecht ist, natürlich, da
verbraucht das nämlich ein bisschen mehr. Aber wenn man zum Beispiel wie ich nur reitet und jagt, halt die Gesundheit und Ausdauer ziemlich lange. Aber wenn man ein Gefecht hat mit Gesetzeshüter oder mit PCs oder mit echten Spielern, natürlich geht da die Gesundheit ziemlich schnell flöten. Na, jetzt reite ich einmal nach Sardennis und verkaufe mal meine Truthähne. Ja, seht, jetzt reite ich mit dem Pferd voll Galopp. Und wie langsam die Ausdauer und die Gesundheit runtergeht, kann mit dem Pferd natürlich ziemlich weite Strecken reiten. Dann ich wieder mein Pferd ausreiten lasse und normal wieder reite. Ihr seht, wie sich das Pferd wieder schnell generiert. Was andere Pferde halt nicht der Fall ist. Das Pferd ist jetzt wieder der Ausdauer und Gesundheit wieder voll da. Ja, da könnte ich wieder Vollgas reiten. Dieses Pferd ist 100%ig besser wie der schwarze Araber. Außer jetzt hat sich ein bisschen was dran, weil das Pferd, aber muss man später mal wieder füttern, aber so, der außene Kranz ist nämlich, generiert sich ziemlich schnell. Jetzt tue ich mal verkaufen meine Fische, was ich habe. Okay. Deal. Done. Gewisse Fleischsorten verkaufe ich halt nicht, weil die brauche ich für meinen Suppentopf im Lager. Zum Beispiel das Großwildfleisch. Zum Beispiel Tierfett, da verkaufe ich auch nicht, weil wenn man die Broschüre von Hela gekauft hat, wo man Explosivmunition herstellen kann, bringt ziemlich viel. Und da hängen noch Truthähne, da war mein Pferd. Da sind sie. Da war mein Pferd ein bisschen weit weg.
können das nämlich ausprobieren, lass mich von einem PC natürlich beschießen, wie schnell halt das wieder der Außenkreis natürlich wieder steigt, weil hier in St. Dennis mache ich das nicht, weil hier ihr da nämlich eine Schießerei habt, kann ich euch nur sagen, da steigt das Kopfgeld rasant an. Das ist der einzige Staat, wo ihr unbedingt eine Schießerei unbedingt vermeiden müsst. Könnt ihr nachher schauen, wie sich nachher, jetzt muss ich nur schauen, meistens tue ich in Zunft diese Aktionen machen. Erstens, dieser Methode könnt ihr natürlich auch schneller hochleveln. Wie wenn ihr zum Beispiel normal spielt. Außer wenn man echte Spiele jagt, dann die echt schlechte Karten. Hier ist wieder eine Pflanze. Immer gleich auf. Immer wenn ihr durchs Wasser reitet, immer den Adlerblick. Die meisten vergessen halt das zu machen. So. Schauen wir, wo PCs sind. Nur ein bisschen schauen. Brauche ich nicht so eine starke Edition verwenden. Braucht es nur das anschauen. Hat Feuer, schicke ich ein bisschen mein Pferd weg. Dass ich mein Pferd nicht erschieße. Und jetzt braucht es nur anschauen, wie lange. Jetzt ist der Ring ziemlich weiter unten. Und ihr seht, wie der Ring schon wieder aufbaut. Und wenn man nachher andere PCs nämlich da schießt, jeden Schuss steigert sich natürlich die Dings auf. Es geht blitzschnell, dass sich der Ring selbst generiert. Kommt der nächste Reiter. Und natürlich ist wieder fast mein Ring wieder voll. Ihr könnt
Deutsch gesagt, wenn sie auf PC Jagd geht, nicht so leicht getötet werden. Und ihr seht, mein Ring ist wieder voll, mein Herz ist wieder voll. Und ich brauche auch keine Konserven draußen. Oder Fleisch oder etc. zu verwenden. Da kommt der nächste. Lassen wir sich wieder abschießen. Dass ihr seht. Der hat insgesamt 4 oder 5 Schüsse gebraucht halt, bis ich tot bin. Aber wie ihr seht, wenn ich wieder in Retour gekommen bin, mein Kreis ist wieder voll. Da habe ich jetzt wieder Alligatoren, die jage ich gleich. Da hole ich mir gleich meinen Jagdwagen, weil am Pferd bringe ich nur eins und beim Jagdwagen bringe ich nämlich bei den großen Alligatoren 43. Und das ist eine riesengroße Menge. Und wenn Sie zum Beispiel Krokodilen oder Alligator jagt, bekommt ihr nämlich Großwildfleisch, was ihr natürlich meinen Suppentopf gut kochen könnt. Da hält nämlich die Gesundheit ziemlich lange. Außer bei diesem Kartendeck, wie ihr es seht, halt das natürlich noch besser. Jetzt tun wir wieder die Gesundheit steigern. Wenn ich Leute PCs abknalle. Ihr seht, beim Laufen, wenn man schnell läuft, geht natürlich die Dings zurück. Wenn man wieder steht und ein bisschen geht, seht ihr, wie schnell das wieder die Ausdauer natürlich wieder steigt. Dass wieder der Außenkreis natürlich wieder voll ist. Erstmal halt wieder ein paar PCs killen. Da könnt ihr sogar, wenn es zu dritt sind, schön die abknallen und töten, plündern, nicht vergessen. Und mit diesem Kartendeck kann ich euch auch nur sagen,
Wenn ihr ein Banditennest ausraubt, dann tut ihr nämlich geht das ziemlich schnell. Immer plündern die Leichen. Die haben nämlich etliches. Früher war halt das nicht so, dass diese PCs nämlich was also jetzt mit diesem Kartendeck ist das echt ein Traum, will ich euch noch sagen. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr Reiter umnietet, bekommt ihr nicht so viel Gold wie. Ich kann euch einen guten Tipp auch sagen, wenn ihr zum Beispiel nicht hier, sondern hier. Wenn ihr hier nämlich nur die Wachen fesselt oder und ausraubt in Lasso, bekommt ihr mehr Dollars. Da könnt ihr 35 bis über 50 Dollar und verdienen. Aber ihr dürft halt nicht neben die Häuser kommen. Das heißt, wenn ihr neben die Häuser kommt, die Wachen, habt ihr ziemlich viel Ärger mit den Wachen und mit den Gesetzeshüter. Ja, jetzt werde ich halt ein Kopfgeld aufgebrummt werden, aber das ist lächerlich, weil ich bezahle immer das Kopfgeld, wenn ich eins bekomme. Wenn wir sehen, wie viel ich habe, keines habe ich bekommen. Auch gut, weil ich rechtzeitig aus dem roten Kreis natürlich raus bin. Da bekomme ich auch kein Kopfgeld. Nur wenn ihr gesucht wird, keinesfalls mit einem Gewehr schießen auf ein Tier, weil da kommen sofort die Gesetzeshüter. Mit dem Bogen könnt ihr die Tiere schießen oder mit dem Wurfpfeil, funktioniert auch, aber immer aufgepasst. Alles, was ihr unnötig zahlen müsst, das ist euer Geld, was ihr natürlich verliert. Und man da verdient auch nicht so viel. Außer wenn man weiß, wie es funktioniert. Glaubt mir das, bis ihr mal 1000 Dollar zusammengespart habt. Das braucht ziemlich viel Zeit. Oder wenn ihr mal 5000 Dollar benommen habt auf euren Konto. Wow, da müsst ihr schon sehr gut spielen.
Mit diesem könnt ihr nämlich ziemlich gut und schnell euer Dings hochleveln. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die Leiche liegt. Ah, da ist da hinten die Leiche. Mit dieser Methode könnt ihr nämlich schneller hochleveln. Zum Beispiel dieser PC hat nämlich einen Goldzahn gehabt, was man einen Hehler verkaufen kann. Und noch was, ihr müsst Zeit zu Zeit eure Waffen natürlich pflegen. Sonst sind wieder 2 Spieler. PCs halt, keine Spieler. Immer schauen, dass ihr Zeugen beseitigen tut. Der hat wieder einen Goldzahn gehabt. Und da unten, was ihr gesehen habt, den weißen oder den roten Balken, wenn ihr mal in den roten Balken seid mit der Unehrenhaft, das braucht fast eine ganze Woche, da müsst ihr jeden Tag ein paar Stunden spielen, dass der wieder im weißen Bereich herunten ist. Und das geht sehr, sehr langsam. Dann ihr zum Beispiel in unehrenhaften seid, leuchtet ihr natürlich rot auf und ihr werdet bei den echten Spielern als feindlich angezeigt. Das heißt, sobald ihr in die Nähe kommt zu denen, werdet ihr natürlich auch von denen auch entsprechend empfangen. Das heißt, angegriffen. Weil die wissen ja nicht, wenn ihr zum Beispiel friedliebig seid, nichts tut, aber ihr seid in so einem großen Bereich. Und ihr seht bei mir, ich verliere keine Gesundheit, keine Ausdauer. Außer das Innere, aber das ist Nebensache. Da ist sicher entweder Kleinigkeit, dass das wieder aufgefüllt ist. Sag mal, wenn ich jetzt, warte, ich gehe nur raus, dass ich ziemlich weit weg bin, wenn Zeugen sind, dass ich wieder gesucht halt nicht was aufgebrummt kriege. Mache mein Stickel, das zeige ich euch. Da ist gut
so Konservendrinks, was man in die Häuser findet. Kaufen braucht ihr die beim Gemischtwarenhändler nicht. Was ihr eventuell kaufen solltet, ist nämlich zum Beispiel im Katalog, dass ihr euch, jetzt fülle ich wieder meinen Innenkern auf und das dauert halt wieder über eine Stunde, bis das wieder weg ist. Ja, weil das ist Thema Fertigkeitskarten. Ich kann euch das nochmal zeigen, welche ich zurzeit im Spiel habe. Kann ich jeden empfehlen. Das sind meine 4 Karten. 2 sind halt noch nicht auf Stufe 3, aber das kommt auch noch. Und dann, wenn euch das Video gefallen hat, und gibt's einen Daumen hoch, tut's mich abonnieren, da seid ihr immer am Laufenden, wann ich was Neues bringe und was ich entdeckt habe in diesem Spiel. Tut's mich weiter verlinken, dass andere Personen mich auch anschauen können. Und das war's wieder von mir, von eurem Jägermeister.